Hi friends, so this is just a little disclaimer. This video will be in German. So in case you don't speak German or you don't understand German, but you still want to watch it, there will be subtitles. So if you're watching on your laptop, in the bottom right corner, so over there, I guess there should be a little cogwheel sort of thing you can click, and then you can click subtitles/CC. There are English subtitles. If you're watching on your phone, I think it's at least on an iPhone. I don't know how that works on Android, but at least on the iPhone app, it's on the top right corner. So if you understand German, turn on subtitles and you will hopefully be able to understand what I'm saying. Yeah, so let's get into the video. Ich habe noch nie ein Video auf Deutsch gefilmt und ich fühle mich sehr seltsam. Also hi, ich bin Frede. Normalerweise mache ich Videos auf Englisch. Wahrscheinlich sind die meisten Leute, die das jetzt gucken, sowieso die Leute, die meine Videos auf Englisch gucken. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Aber ich dachte mir, ich mache heute mal ein Video auf Deutsch. Weil, wenn dieses Video hochgeladen wird, das sollte der 3. November sein. Und das ist der erste Tag der Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Ich dachte, deshalb mache ich mal ein Video, wo ich über unabhängige Buchhandlungen mehr oder weniger in meiner Gegend rede. Und die Idee kam mir von einem Video, das ich letztes Jahr gesehen habe. Ne, ich habe das glaube ich dieses Jahr gesehen, aber es wurde letztes Jahr hochgeladen von Anne von Literaturlärm. Die ist letztes Jahr durch Dresden gezogen und hat da ein bisschen Buchhandlungen besucht und hat die dann im Video gezeigt, hat die Bücher gezeigt, die sie gekauft hat. Und ich fand die Idee total schön und dachte, sowas Ähnliches möchte ich auch machen. Ich wohne jetzt aber nicht in einer Stadt, die so groß ist wie Dresden. Das heißt, ich musste mich ein bisschen ausweiten. Aber als Studentin einer Universität in Niedersachsen kann ich Nahverkehrszüge kostenlos benutzen. Also dachte ich, fahre ich ein bisschen durch Niedersachsen. Und ich habe das jetzt, also für mich ist das alles Südniedersachsen, weil alles für mich südlich von Hannover Südniedersachsen ist. In der richtigen Definition von Südniedersachsen ist, glaube ich, wirklich nur dieser ganz kleine Zipfel, also irgendwie gerade noch so Göttingen, Nordheim und weiß ich nicht was, aber das ist mir egal. Ich mache die Regeln und deshalb bin ich für mich durch Südniedersachsen gefahren. Und zwar gestern. Ich kam dann irgendwann abends wieder, da war es schon dunkel, deshalb filme ich jetzt mit Tageslicht und mehr Energie als gestern. Genau, und ich dachte, ich rede einfach mal über die 4 Buchhandlungen, die ich besucht habe. Ich habe auch überall, natürlich, weil ich so ein Mensch bin, überall ein Buch gekauft. Ja, mein Konto ist ein bisschen leerer, mein Herz ist sehr viel voller. Es war ein total schöner Tag. Und deshalb fangen wir jetzt an mit der ersten Buchhandlung, wo ich war, in Göttingen. Das war für mich der sinnvollste Anfangspunkt, weil ich hier wohne. Und ich war in meiner Lieblingsbuchhandlung hier in Göttingen, die heißt Vaternamen. Von außen sieht der Laden total unscheinbar aus. Also ich bin auch, glaube ich, die ersten 2 Jahre, die ich hier gewohnt habe, bin ich aber immer dran vorbeigelaufen, weil es war halt irgendwie so, ja, so ein kleiner Laden. Ja, muss ich jetzt nicht reingehen. Irgendwann dachte ich so, vielleicht gehe ich trotzdem mal rein. Es stehen ja Bücher davor. Und ja, vielleicht war es ganz gut für mein Konto, dass ich vorher nicht reingegangen bin, weil ich jetzt eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, finde ich irgendwie was ich kaufen möchte. Was ich auch erstmal noch davor sage, ich kenne mich mit dem deutschen Buchmarkt überhaupt nicht aus. Also ich gucke praktisch nur englisches Booktube. Ich bin ja auch Teil von englischsprachigen Booktube. Deshalb lese ich eigentlich auch fast nur auf Englisch. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein geärgert, aber ich habe jetzt auch bei Vaternamen ein Buch auf Englisch gekauft. Dazu kommen wir aber erstmal gleich. Es gibt eigentlich 2 Filialen von dieser Buchhandlung. Also es gibt halt diese Hauptfiliale, die irgendwie noch Taschenbuchladen heißt. Die verkaufen nicht nur Taschenbücher, aber überwiegend schon. Und dann gibt es noch eine zweite Filiale, irgendwie 2, 3 Straßen weiter, wo die nochmal irgendwie so, ich glaube, irgendwelche Sonderausgaben, Restausgaben, ein bisschen modernes Antiquariat haben. Da war ich jetzt gestern aber nicht drin, sondern ich war in der Hauptfiliale. Ich denke mal, mit meinem wenigen Wissen über den deutschen Buchmarkt würde ich sagen, das ist jetzt da nichts Besonderes. Was ich aber, also 2 Dinge, die ich aber an dem Laden doch dann besonders finde, ist einmal, für eine deutsche Buchhandlung haben sie eine, finde ich, ziemlich gute Auswahl an englischsprachiger Literatur, die auch noch bezahlbar ist. Also es gibt es ja auch oft, dass man dann irgendwie, ich hatte das einmal in irgendeiner Buchhandlung, da sollte man dann für Animal Farm, was ja irgendwie wirklich nur 90 Seiten sind, sollte man dann 14 € zahlen. Das ist ja nun mal nicht selten, dass es so überteuert ist, aber ich finde, bei Vaternamen sind das total die normalen Preise. Also einmal das, finde ich, hebt es ein bisschen heraus vor vielleicht anderen deutschen Buchhandlungen. Und es gibt also Vaternamen ist in einer Kooperation mit diesem 2001, ich kannte das vorher auch nicht, das ist irgendwie so ein Versand von
Versand, Verlag, ich weiß es gar nicht so genau, von irgendwie nochmal anderen Büchern und Musik auch so ein bisschen, also so ein bisschen, nennt sich glaube ich irgendwie Kulturversand oder irgendwie sowas. Genau, also dadurch, das sind nochmal irgendwie so 2 besondere Sachen an dieser Buchhandlung. Naja, ich war dann halt nochmal so ein bisschen, weil ich da so oft hingehe, wahrscheinlich so ein bisschen in meinen Scheuklappen und bin einfach sofort zum englischsprachigen Regal gegangen, habe dann ein Buch mitgenommen. Das haben sie nämlich auch, was ich total toll finde. Einmal ist es sowieso einfach okay vom Preis, sage ich mal, für englische Bücher. Sie haben aber immer so eine kleine Kiste mit Sachen, die runtergesetzt sind. Und dann habe ich ein Buch mitgenommen, was wirklich sehr krass runtergesetzt war. Auch einfach dafür, dass es so lang ist. Und zwar habe ich von Susanna Clarke Jonathan Strange and Mr. Norrell mitgenommen, was irgendwie über 1000 Seiten hat und das war runtergesetzt auf 8 Euro, wenn ich mich nicht irre. Also da kann man ja wirklich nicht meckern. Ja, und ich habe total lange kein Fantasy mehr gelesen. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Mix von Historical Fiction und Fantasy, wenn ich mich nicht irre. Ich habe sehr viel Gutes über dieses Buch gehört. Ich finde diese Ausgabe auch sehr schön. Und dann dachte ich so, das muss jetzt irgendwie mal mitgehen. Genau, das habe ich da gekauft. Ich bin natürlich schon so ein bisschen noch durch den Restladen gegangen, aber habe da jetzt nicht so viel geguckt, wie ich vielleicht hätte machen sollen, weil ich da einfach so dran gewöhnt bin. Ich weiß, wo ich hingucken will. Ich habe jetzt auch, ich werde immer so ein kleines bisschen schon Sachen einblenden, die ich gestern gefilmt habe. Ich habe nirgends gefragt, ob das okay ist. Das habe ich mich nicht getraut. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Aber im Grunde ist es ja auch kostenlose Werbung. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht in Schwierigkeiten komme. Ich fand alle diese Buchhandlungen sehr toll. Naja, so, das war Göttingen. Ich bin dann weitergefahren nach Goslar. Und da war ich in einer Buchhandlung, die hieß Brumby, nehme ich mal an, spricht man das aus, die erstmal von außen schon erstmal total schön war. Also es gab total große Fenster, die fand ich total hübsch eingerichtet waren. Und dann war eins, das fand ich total süß, das musste ich mir einfach mal ein bisschen genauer anschauen, mit Harry Potter, weil ja irgendwie, ich glaube, der erste Band hatte letztes Jahr ja schon Jubiläum, aber vielleicht nicht deutsche Übersetzung, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall hatten sie da Jubiläumsausgaben von Harry Potter stehen und ich glaube, die Originalen auch noch. Also ich finde ja sowieso, da muss ich einmal ganz kurz noch ein bisschen meckern, ich finde sowieso die deutschen Harry Potter Designs total hässlich. Und die Jubiläumsausgaben fanden immer doppelt hässlich. So weiß ich nicht, wer da dachte, dass das eine gute Idee ist. Aber ich fand trotzdem dieses Fenster total süß eingerichtet. Hatten sie noch so, ich weiß nicht, wie gut man das in meinem Video sehen würde, aber sie hatten dann noch so kleine Schlüssel da hängen, wo sie dann so Flügel dran geklebt hatten. Fand ich echt richtig, richtig süß. Und generell die ganze Buchhandlung fand ich sehr süß. Also total gemütlich. Ich bin dann auch natürlich reingegangen. Was ich total einfach auch schön finde und wenn das Gebäude das schon hergibt, gefällt mir das immer richtig gut, wenn das dann auch gemacht wird. Wenn man schon Fachwerk hat, dass dann die Balken irgendwie auch sichtbar sind. Das ist irgendwie was mir total gut gefällt. Also einfach fand ich total hübsch, total gemütlich. Ich fand die Auswahl auch sehr ansprechend, auch schön präsentiert, keine Ahnung. Ich hatte unglaublich viele Bücher in der Hand. Habe mich dann für einen Roman entschieden, und zwar für Das Vogelhaus von Eva Meyer. Das ist irgendwie eine Übersetzung von einem niederländischen Buch. Das ist irgendwie so eine fiktionalisierte Version, wenn ich noch richtig verstanden habe, von der Lebensgeschichte von einer Lan Howard, die, naja, so in der ersten Hälfte mehr oder weniger des 20. Jahrhunderts in England gelebt hat und eine ganz besondere Beziehung mit Vögeln hatte. Und ich fand das klang irgendwie sehr ansprechend. Genau, das habe ich da mitgenommen. Sie hatten aber neben den Romanen auch noch Sachbücher, so generell, was weiß ich, historisch, ein bisschen Natur, ein bisschen dann auch noch irgendwie Self-Help-Books, sagt man das auf Deutsch? Selbsthilfe-Bücher, über Hobbys, Kochen, was es da alles so gibt. Dann auch noch ein bisschen Kinder-Jugendliteratur, das habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, weil das mich halt gar nicht interessiert. Ein bisschen Manga hatten sie auch noch, fand ich interessant, dass es halt irgendwie doch eine relativ kleine Buchhandlung war, aber es war ein ganzes Regal über Manga. Hatten dann auch so ein bisschen was zur Gegend, so Goslar und Harz, so ein bisschen touristisch. Und dann konnte man auch in den ersten Stock hochgehen und da hatten sie so ein bisschen modernes Antiquariat und Sonderausgaben und sowas. Hat mir richtig gut gefallen, diese Buchhandlung. Also Goslar ist für mich halt total ab vom Schuss, deshalb werde ich da wahrscheinlich nicht nochmal hingehen. Aber wenn man da mal hinkommt, kann man da gut mal reingehen. Hat mir gut gefallen. Dann bin ich von Goslar weitergefahren nach Hildesheim und da war ich in einer Buchhandlung, in der ich
Stunden hätte verbringen können. Und zwar diese Buchhandlung hieß Ameis Buchecke, nehme ich mal an. Ameis? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ganz toller Buchladen und eine von 3 Filialen. Also gibt 2, sag ich mal, normale Filialen. Einmal diese Originale, wo ich drin war. Dann gibt es seit ein paar Jahren gibt es in der Innenstadt noch eine. Wobei das jetzt auch irgendwie nur 20 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof war. Und dann gibt es auch noch gegenüber von der Filiale, wo ich drin war, noch ein Antiquariat. Da war ich jetzt auch nicht drin, aber das hängt halt irgendwie alles so zusammen. Und das war ein total toller Buchladen. Also erstmal hatten sie viel, ich habe alle Buchhandlungen danach nochmal mit Internet nachgeschaut, um irgendwelche Sachen nochmal rauszufinden, die mir jetzt vielleicht nicht aufgefallen sind. Und einfach, was ich gestern dachte und dann nochmal bestätigt wurde durch mein Nachlesen, sie verkaufen viele Bücher von Verlagen, die jetzt nicht unbedingt groß sind. Also viele kleine, unabhängige Verlage, weswegen sie einfach unglaublich viele Romane, aber auch Sachbuchtexte hatten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also selbst die Bücher, die original englischsprachig waren, von denen ich auch auf dem englischen Booktube noch nicht gehört habe. Und was ich in dem Kontext total toll fand mit den kleinen Verlagen, war, dass sie, ich glaube, es waren sogar 2 Regale hatten, ausschließlich mit Büchern von, wie heißt dieser Verlag? So ein kleiner Verlag, der heißt nämlich Büchergilde, die ja einfach wunderschöne Bücher designen. Also ich stand da wirklich richtig lange vor, hatte unglaublich viele Bücher in der Hand und wollte eigentlich alles mitnehmen, einfach nur, weil es wunderschön war. Die machen so tolle Designs. Teilweise überwiegend waren es, glaube ich, was ich gesehen habe, Klassiker, besonders englischsprachige Klassiker, die ich sowieso nicht gekauft hätte, weil ich kann das dann auch auf Englisch lesen. Bisschen auch deutsche Klassiker, bisschen aber auch modernere Bücher. Also das fand ich einfach total toll, dass sie halt diesen kleinen Verlag ein bisschen hervorheben. Ist ja natürlich auch ein bisschen teurer, aber ich finde, wenn das so ein schönes Buch ist und dann auch noch so ein kleinerer Verlag, kann man das auch mal machen, wenn man das Geld dafür hat. Sie hatten dann auch wirklich einiges an irgendwie Autobiografien und Memoiren, keine Ahnung, heißt es auf Deutsch Memoiren? Ich weiß es nicht. Und da habe ich dann auch ein Buch mitgenommen. Und zwar heißt es Zeige deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft von Daniela Dröscher. Das ist ein Buch, in dem sich die Autorin mit ihrem eigenen sozialen Hintergrund auseinandersetzt, so ein bisschen, denke ich mal, auch diskutiert, wie in Deutschland das Thema von sozialer Klasse diskutiert wird. Und für mich persönlich ist soziale Klasse ein Thema, was ich weiß, das unglaublich wichtig ist, aber womit ich mich selber noch ganz wenig auseinandergesetzt habe. Deshalb, genau, habe ich dieses Buch dann mitgenommen. Und es war eins von ganz vielen Sachbuchtexten praktisch. Also sie hatten, wie gesagt, viel so Autobiografisches, aber sie hatten auch viel so Pädagogik, Psychologie, Natur, ich glaube auch einiges so zur Religion, Geschichte, Politik, Soziologie, auch einige Bücher über Kunst, also wirklich ein total breites Spektrum, aber man hat trotzdem irgendwie gemerkt, dass es sehr ausgewählt war, wenn das Sinn ergibt. Es war irgendwie, also es hat alles sehr gut zusammengepasst. Und was man da auch nochmal sehr gesehen hat, war, wie so eine unabhängige Buchhandlung halt sehr doll so ein Community-Ding ist. Also die Leute kannten sich irgendwie, es war total schön. Es kam, während ich da ein bisschen mehr die Bücher angeschaut habe, kamen irgendwelche Leute rein und die haben dann ein bisschen mit den Verkäuferinnen da geschnackt und es ist nicht nur so Smalltalk, sondern wirklich, wie geht's den Kindern und wie war das und das letzte Woche. Also wirklich irgendwie wirkte sehr gemeinschaftlich, wirkte total schön. Und das wäre es wirklich da eingebunden in das Stadtviertel, wo das halt war. Hat mir total gut gefallen. Und dann bin ich nach Hildesheim noch einmal nach Hannover weitergefahren. Das ist für mich also die Grenze zu Südniedersachsen. Und da war ich in einer Buchhandlung, die ich auch total toll fand. Und Hannover ist für mich jetzt nicht so ein riesengroßer Umweg. Da werde ich vielleicht nochmal das eine oder andere Mal hingehen. Die hieß Anna B., nenne ich mal an, soll man das aussprechen. Ist auch relativ nah am Hauptbahnhof, also mit der Straßenbahn fährt man da irgendwie 10 Minuten. Und das ist eine Buchhandlung, die erstmal, bevor ich drin war, dachte ich schon so, das ist wahrscheinlich meine Buchhandlung. Die wird geführt von einem Frauenkollektiv, das sich in den 70ern gebildet hat, während der Frauenbewegung. Die haben dann gesagt, wir wollen uns jetzt eine Buchhandlung machen. So, das fand ich erstmal schon total cool, dass es halt nur von Frauen geführt wird, dass es kollektiv organisiert ist. Genau, also das schon mal so als Rahmen fand ich schon so, habe ich mich schon gefreut, hier zu gehen. Und das war auch eine ganz, ganz, ganz tolle Buchhandlung. Sie hatten relativ viele Romane und Erzählungen, teilweise Bücher, die ich in jeder Buchhandlung gesehen hatte, aber dann auch viele Bücher, die ich bei den ganzen anderen Läden nicht gesehen hatte. Sie hatten dann auch so ein bisschen Krimis, fand ich auch ganz witzig, während ich da war dann eher älterer Mann, der kam rein, wirkte auch so ein bisschen verloren und meinte, ja, meine Tochter hat mir hier einen Gutschein geschenkt. Das war auch der einzige Mann, den ich in dieser ganzen Zeit, die hier drin war,
in dieser Buchhandlung gesehen hatte. Und er meinte so, ja, ich weiß es nicht, ob ich hier unbedingt was finde. Ich lese gern Krimis. Und dann hat eine Buchhändlerin ihn ein bisschen beraten. Er hat dann am Ende auch viele Bücher gefunden, die ihn dann irgendwie angesprochen haben. Aber fand ich erstmal irgendwie in dem Moment, fand ich das sehr unterhaltsam. Bisschen Kinderbücher hatten sie auch. Und dann hatten sie auch relativ viel Sachbücher. Also besonders so Geschichte, Politik, Soziologie. Ich glaube, es war ein komplettes Regal, wenn ich mich nicht irre, war ausschließlich Sachbücher über Nationalsozialismus. Sie hatten ein ganzes Regal mit feministischen Texten. Mein absolutes Highlight vom ganzen Tag eigentlich war, das war einfach so eine schöne Überraschung, war ein Regal, was ausschließlich lesbische Literatur war. Und das war so eine schöne Überraschung. Und da habe ich dann auch ein Buch mitgenommen. Das war halt so ein Mix schon aus fiktionalen Texten und nicht fiktionalen Texten. Ich habe dann eine Biografie mitgenommen. Es waren einiges an Biografien. Viel, auch was faszinierend klang. Ich müsste sagen, hier hat mich erstmal die Farbe angesprochen, weil es einfach die coolste Farbe ist für ein Buch. Und zwar ist es von Angela Steidele. Das Buch heißt Anne Lister. Das ist eine Biografie der besagten Anne Lister. Und ich bin eigentlich kein Fan von Klappentexten vorlesen, aber ich finde diesen Klappentext sehr witzig und ich hatte es gelesen und dachte, ich muss dieses Buch mal nehmen. Und zwar steht hier, wäre sie ein Mann gewesen, müsste man sie Frauenheld nennen. Schwere Nöter oder Heiratsschwindler. Lüstling, Wüstling oder einfach nur Schuft. Ich muss auch sagen, ich finde das Wort Schuft sehr witzig. Frauen pflasterten ihren Weg. Anne Lister, 1791 bis 1840, betete sie an, begehrte, belog und betrog sie, ging ihnen an die Wäsche und ans Geld. Angela Steidele schildert anhand der pornografischen Tagebücher das faszinierende Leben einer schillernden Persönlichkeit, die allen Vorstellungen vom keuschen, präviktorianischen Zeitalter widerspricht. Staunenswert, kurios, hocherotisch. Das hat mir schon gereicht. Also ich hab auch schon ein bisschen reingelesen, aber ich dachte so, das klingt super. Einfach nur der Begriff pornografische Tagebücher. Und ich bin sehr gespannt darüber. Besonders, weil ich in letzter Zeit ein bisschen Jane Austen gelesen habe und die Leute einfach alle so einen Stock im Arsch haben, bin ich so gespannt, über diese Frau zu lesen, die Tagebücher darüber geschrieben hat, wie sie mit anderen Frauen Sex hatte. Und diese Tagebücher wurden wohl auch in irgendwie so einem Code geschrieben, den man auch erstmal gar nicht entziffern konnte. Und das war dann wohl auch, kann man sich gut vorstellen, sehr skandalös, als es dann rausgefunden wurde, was die gute Dame da in ihren Büchern geschrieben hat. Nach ihrem Tod wurde das alles erst rausgefunden. Bin ich sehr gespannt. Besonders finde ich es total faszinierend, dass diese Bücher halt nicht zerstört wurden. Genau, und das war dann die letzte Buchhandlung, in der ich gestern war. Ich hatte wirklich einen total tollen Tag. Ich hoffe, das kommt ein bisschen durch. Ich hoffe, dass es irgendwie auch interessant war, jetzt mir hier zuzuhören, wie ich nicht in der Lage bin, mich auszudrücken. Aber es war auf jeden Fall total schön. Es hat sich richtig toll gelohnt, diese ganzen Buchhandlungen zu besuchen. Vielleicht regt euch das ja auch an, mal die unabhängigen Buchhandlungen bei euch in der Nähe anzuschauen. Auch besonders die, in denen ihr noch nicht wart. Weil also ich kannte jetzt ja auch nur eine von diesen vielen und von jeder war ich total begeistert und würde gerne mein ganzes Geld in diesen ganzen kleinen Läden lassen. Falls ihr irgendwie eine lieblingsunabhängige Buchhandlung habt, dann erzählt mir sehr gerne davon in den Kommentaren. Es ist jetzt egal, ob ich da irgendwann jemals hingehen könnte oder nicht. Ich höre einfach gerne so darüber. Genau, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das nächste ist auch wieder in Englisch. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder ein deutsches Video machen werde. War schon sehr seltsam, aber ich fand es trotzdem total schön, mal ein bisschen über meinen Tellerrand zu schauen, mit meinen Videos, mit den Büchern, die ich kaufe. Also ich hatte von dem Tag gestern sehr viel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was von dem Video. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal. Tschüss! Eine Freundin von mir aus England hat mich mal besucht und fand es total lustig, dass wir Tschüss sagen. Sie meint, das klingt für sie wie Cheers. Also Cheers halt. Aber Tschüss.